ist an sich schwierig, dass bei Field Recordings, wenn die in der Musik verwendet werden, immer sofort herauszufinden, was das ist. Mir ist immer wichtig, dass es halt nicht gewollt klingt, nicht alles zurechtgelegt, sondern halt so, dass es teilweise auch wie ein neuer Ort klingt. Ja, ich mag Sachen, die irgendwie noch ein zweites Geräusch mit sich bringen, was man dann so entdeckt. Oder halt einen langen Nachhall haben. Und das kann man halt nur rausfinden, indem man es halt ausprobiert. Wie das abläuft, also schon eher kindlich, also man geht hin und klappert an allen Dingen. Und dann kommt es halt auch darauf an, wo nimmt man auf, ne? Also wenn man jetzt einen relativ großen Raum hat, dann kann man damit ja auch spielen. Und man hört schon, ob ich jetzt einen Hall-Effekt drüber lege oder ob das der Hall in dem Raum ist. Man hört richtig, dass das irgendwo versinkt, wo das andere halt ja, so eine konstante Klangqualität hat, die halt dann bei jedem Geräusch, was man da reinlegt, halt immer gleich ist. Und dann setzt man sich hin, hört sich das Material mal an und dann arbeite ich meistens an den Tracks und gehe dann nochmal die Datenbank durch. Was kann ich jetzt gebrauchen, was würde jetzt dazu passen? Manchmal, wenn ich dann auch nicht weiterkomme, baue ich halt alles rein und lasse es einfach loslaufen und manchmal entstehen dadurch halt auch ganz interessante Dinge, die ich dann halt einfach rausfiltern kann. Das hat auch viel mit Zufall zu tun, was ja solche Field Recordings auch oft mit sich bringen. Entstehen auch oft Sounds, die halt dann einfach nach einem Synthesizer klingen. Also das ist eigentlich ganz cool, dass man halt eigentlich aus jedem Geräusch ein anderes Geräusch wieder, was an irgendwas erinnert. Also klar fragt man sich, warum macht man es dann, aber ich glaube, wenn du das jetzt ausprobieren würdest, aus solchen Geräuschen, die du aufgenommen hast, was zu machen, wovon du dann auch überzeugt bist, dann hörst du das im Nachhinein an, ist dir auch umso weniger wichtig, was andere Leute jetzt unbedingt davon halten, weil du halt so einen, sag ich mal, krassen Bezug dazu hast, was da passiert ist. Ne?